Vor Jahren war dieser Ort der Treffpunkt für Jung und Alt. Partystimmung. Eine Bowlingbahn, eine RC-Rennstrecke und sogar eine kleine Bar mit einer Küche. Klingt nach einem perfekten Ort für eine gute Zeit, nicht wahr? Doch dieser Ort hat auch eine Schattenseite. Nach der Schließung fand hier sogar eine illegale Party statt. Jugendliche, abgelaufener Alkohol und am Ende ein Polizeieinsatz. Bei unserer Erkundung dieses großen Gebäudes wird die Stille plötzlich durchbrochen. Zuerst hören wir Schritte, dann fährt ein Auto vor. Was diese Geräusche für uns und unsere Erkundungsreise bedeuten, dazu gleich noch mehr im Video. Folgt uns auf diese Entdeckungsreise durch dieses seit Jahren verlassene Freizeitzentrum und erlebt mit uns, was wir hier noch vorfinden werden. So Leute, wir sind in der Location drin. Wir stehen jetzt hier gerade mitten zwischen den ganzen Kegeln, die hier sind. Also im hinteren Teil der Bowlingbahn. Das ist einfach so ultra krass, dass einfach alle Kegel noch da sind. Komplett hochgefahren. Und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir in den vorderen Teil kommen. Ich glaube, das wird nicht ganz so einfach werden, oder? Nee. Krass, hier liegt einfach noch eine Bowlingkugel drin. Und die ist gar nicht so schwer. Das ist perfekt für mich. Das ist eine Achter, damit spiele ich auch immer. Voll gut, ne? Guck mal hier die Kegel. Also der erste, der hier steht, der wurde immer farblich gekennzeichnet. Hier in grün und da vorne in rot. Da auch in so einem orangefarben, also richtig in einer knalligen Farbe, ne? Damit du auch zielgenau treffen konntest. Geht hier noch der Strom? Ich habe gerade den Knopf gedrückt. Ach du Scheiße. Im Leben nicht. Ich sag gerade noch zu Sabrina, wenn hier noch der Strom gehen würde, das wäre so geil, ne? Und sie so, nee, hier geht der Strom nicht mehr. Und was ist? Ich hätte auch selber nicht mit gerechnet, aber wie geil ist das denn? Das ist echt heftig. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber es ist echt erstaunlich, wie viele Kegelbahnen die hier hatten, ne? Waren ja einige gewesen, wie man sieht. Ja. Hier stehen noch leere Kartons. Aber guck mal hier hinten, Sabrina. In dem hier könnten doch noch Kegel sein. Und richtig. Guck's dir an. Die sind einfach niegelnagelneu. Die sind komplett neu. Komplett neu geliefert hier. Wie geil ist das denn bitte? Guck mal, hier hinter liegen noch die ganzen Kugeln. 1, 2, 3, 4, 5 Stück, die man jetzt von hier aus sehen kann, ne? Ja. Das ist so krass. Hatte man gerade auch gesehen gehabt, bei der einen Bahn, da lagen auch noch ein paar Kugeln rum. Heftig, ehrlich. Ja. Das ist richtig krass. Oh, ich bin echt gespannt, was wir hier noch so finden werden. Das Ich ist frage der mich Hammer. gerade echt nur, wie die ganzen Kugeln da wieder nach vorne kommen, ne? Das geht- frage ich mich gerade so von dem ganzen Automatismus. Das geht hier automatisch. Guck mal da. Ah. Da ist so ein Motor. Wir können uns das ja vielleicht von der anderen Seite, vielleicht mal von der Seite angucken, wo das. Weil hier ist, glaube ich, keiner, ne? Also hier sieht man es, glaube ich, ganz gut, ne? Die Kugeln wurden im Prinzip hier auf dieses runde Teil gefahren, sind dann hier hochgefahren worden mit dieser Kette, dick, 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 und sind dann im Prinzip hier drauf gekommen und sind dann quasi wieder nach vorne gerollt automatisch. So wie beim Kegeln halt auch, ne? Nur dass das hier automatisch funktioniert hatte. Vor allem, wenn du mal guckst, ne? Da vorne sind die Kabel noch teilweise eingesteckt, ne? Hier sind die schon wieder ausgesteckt. Müssen wir mal echt mal gucken. Ob da vielleicht irgendwas fehlen würde oder so, ne? Ja, aber Strom geht auf jeden Fall. Von außen wirkte das Freizeitzentrum wie ein verlassener Ort, was das Erlebnis umso beeindruckender machte, als wir feststellten, dass der Strom noch funktionierte. Unser erster Blick auf die intakten Bowlingbahnen ließen uns fast sprachlos zurück. Alles erweckte den Eindruck, als ob der Betrieb nur kurzzeitig pausiert hätte, statt in einem Zustand des Verfallenseins zu verharren. Hier sieht man die Tische, die hier waren, wo man sich als Gast aufhalten konnte. Also auf den ersten Blick sehe ich auf jeden Fall, dass die 8 Bowlingbahnen hatten. Das ist eigentlich eine ordentliche Größe, ne, für so eine Bowlinghalle.
Sieht echt ein bisschen komisch aus. Da ist so eine Platte, ist raus und da scheint genau Licht auf die Kegelbahn. Und da liegt halt noch so eine Kugel. Irgendwie so ein bisschen surreal, das Ganze hier. Oh, hier schön. Ja, das sieht schön aus, ne? Schönes Discolicht. Ui. Guck mal, hier die ganzen Bildschirme sind auch noch da. Also zumindest ein Teil davon. Ich weiß nicht, ob die schon geklaut worden sind oder einfach abmontiert wurden. Aber warum soll man jetzt einfach nur zwei abmontieren und den Rest da lassen? Tja, das ist eine gute Frage, ne? Vielleicht waren die auch vorher defekt schon gewesen, man weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber hier sieht man es. Ihr fragt euch sicher, wie lange dieses Freizeitzentrum bereits verlassen ist. Leider konnten wir online keine genauen Informationen darüber finden, wann dieser Ort seinen Betrieb eingestellt hat. Vielleicht gibt es unter euch Zuschauern ja einige, die hier in der Vergangenheit selbst einmal Gast waren. Wenn das der Fall ist, würden wir uns freuen, wenn ihr eure Erinnerung in den Kommentaren mit uns teilt. Bitte beachtet dabei jedoch, aus Respekt und zum Schutz der Location keine Angaben zum genauen Standort Also zu ich muss ja machen. echt sagen, das ist echt in einem richtig, richtig guten Zustand hier alles. Das wundert mich echt tatsächlich, weil hier alles einfach komplett offen steht. Und ich finde, dass man hier richtig, richtig viel Platz hatte, ne? Ja. Also wenn man mal bei uns guckt, also ich finde, da ist das alles ein bisschen enger, ne? Ja, Also finde ich auch. hier stand jetzt noch ein Tisch, okay. Aber du konntest immer noch ganz normal hier durchlaufen, um zu deinem Pult hier zu kommen. Oder hier dann im Endeffekt, ne? Oder einfach hier nach vorne zu laufen. Also fand ich schon nicht schlecht. Ja, vor allem konntest du halt echt in einer großen Gruppe hier schön bequem sitzen. Ne? Ja. Also mit diesen Eckbänken ist wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir. Guck mal, das sieht auch richtig schön aus hier, ne? Ja. Mit diesen Neonfarben. Ich finde, das hat man ja von da ganz hinten schon gesehen. Dann so richtig angeleuchtet schon. Ich finde das auch mit der Enterprise gerade auf der anderen Seite sehr schön. Enterprise? Ja, die Enterprise. Oh, jo. Cool. Habe ich gar nicht gesehen. Sieht ja auch geil aus. Und mit dem Mond da hinten, der Rakete. Schön. Also im Prinzip ist es gerade so, dass wir alles irgendwie rückwärts ablaufen. Ne? Also nicht so, normalerweise kommt man ja durch den Haupteingang rein, man meldet sich an, man bekommt die Schuhe und alles. Ne? Und wir kommen im Prinzip von hinten, von der Kegelbahn und laufen jetzt hier quasi in den vorderen Teil. Ja, hier war der Eingang. War das der Haupteingang? Ja. Ich würde es mal vermuten, ja. Ich glaube, die hatten 2 Eingänge gehabt. Meinst du, ja? Na, ich glaube schon, von außen, was ich gesehen habe, glaube ich, hatten die 2 Eingänge gehabt. Okay. Die hatten so einen Spieltisch gehabt. Mensch, ärger dich nicht. Ach, In stimmt. der virtuellen Version. Das Mensch ärgere dich nicht, ja. Ja, genau. Und offenbar hatten die hier auch so einen Billardtisch. Müssen wir Ja. mal gucken, wo wir den finden. Stehen zumindest schon direkt am Anfang 2 Küs rum. Da oben hängt noch eine Kamera, die zeigt dir zur Decke hoch. Ja. Ist aber auch, glaube ich, ausgesteckt, oder? Ich glaube. Auf jeden Fall ein Kickertisch, der darf eigentlich nirgendwo fehlen, oder? Nee. Den findest du eigentlich fast überall. Und das Skurrile ist, guck mal hier. Hier konnte man rauchen. Ja, eigentlich irgendwie komisch, ne? Ja. Das wurde dann irgendwann mal verboten. Oh, das kam nachträglich. Aber warum sollen denn hier die Aschenbecher stehen, ne? Bei uns im Bundesland ist es verboten. Ach, stimmt. In dem Bundesland, wo wir uns gerade befinden, ist es erlaubt. Stimmt, genau, das war's, ja. Stimmt, so war das, ja. Ist ja nicht einheitlich, ne? Oh Gott, Und bei uns in Nordrhein-Westfalen ist es verboten. Aber hier in dem Bundesland ist es erlaubt. da spalten sich auch die Meinungen zu, ne? Ich finde es richtig, dass es verboten ist. Ich auch. Aber es gibt bestimmt auch einige, die das Gegenteilige sagen. Was ja auch in Ordnung ist, ne? Ui, hier war ein richtig großer Raum gewesen. Ich würde mal schätzen, dass hier wahrscheinlich die Anmeldung war. Und dort drüben sieht man ja auch noch eine Bar. Dass es hier also noch was zu trinken gab. Sehr, sehr schön. Richtig schön groß. Also das kann ich mir echt richtig schön vorstellen. Da drüben war eine Scheibe oder ein Fenster. Da konnte man auf jeden Fall zur Bowlingbahn rüberschauen. Sehr, sehr schön. Vielleicht konnte man hier halt auch warten, wenn man zu früh dran war und die Bowlingbahn war noch besetzt. Echt schön. Die hatten hier wie so eine kleine Kartbahn oder sowas. Hier steht Racing und hier ist wie so eine kleine. Und hier ist so eine kleine Bahn, aber da hinten steht Modellbauzentrum. Haben die RC, vielleicht so Modell. RC Racing ist ja sowas. Okay. Das sind ja diese kleinen. Ach guck mal, da steht noch so ein Schiff.
Krass. Sehr cool. Das ist auf jeden Fall so ein Tisch, den ich richtig feiere. Ich auch. Das macht richtig Bock. Ja. Dieses Air-Hockey da mit diesem Ja, das liebe ich Puck auch. und diesem komischen Das haben wir schon oft gespielt Ding hier. und immer gewinne ich. Anja Ja, klar, verliert das leider immer. hättest du wohl gerne. Das hättest du wohl gerne. Oh, es macht richtig Spaß, ey. Ey, ohne Witz. Warte mal. Ich habe noch 2 1-Euro-Stücke. Aber da es ja eingesteckt ist, müsste es ja eigentlich auch an sein, ne? Mhm. Oder ist vielleicht hier der Strom in diesem Bereich abgestellt? Das könnte natürlich möglich sein. Aber schon komisch, dass da hinten der Strom dann noch geht, ne? Und hier, weiß ich nicht, geht er nicht mehr. Ja, oder vielleicht ist die Sicherung von dem Ding aus. Vielleicht kann man da irgendwie das aufmachen und dann nochmal extra eine Sicherung anmachen. Das weiß ich nicht. Eigentlich müsste ja hier irgendwo auch dann diese Scheibe rauskommen, damit man überhaupt Ja, vorne spielen kommt er. kann. Ne? Also bei mir hier Also ist ich es habe nicht drin. bei mir ist das ganze Ding ausgebaut. Okay. Ja. Wahrscheinlich haben da manche noch gehofft, irgendwie das große Geld zu finden. Totaler Quatsch, oder? Naja, die Kasse ist ja auch nicht da, die ist ja schließlich auch da. Ja. Also von daher haben sie an der falschen Stelle gesucht. Und hier ist die Kasse ja noch alles komplett verschlossen, wie man sieht. Tja, und hier war die riesengroße Theke, ne? Die ist auch noch komplett eingerichtet. Ui, hier gab es Die auch noch ist- von Schuppa-Schupps, gab es Cola, Lutscher. Ist da noch Richtig was drin? schön. Ne, ist leider leer. Das ist so krass, aber ne? Wenn du von hier guckst, ist es einfach alles noch da. Oder? Ja, Das ist einfach, der Bildschirm ist noch hier. Hier kam dann der Bon raus, wenn du irgendwas gebucht hast. Hier ist ein Teil von der Kasse. was haben die denn da versucht zu machen? Was ist denn da gewesen? Das sieht aus wie so ein Receiver. Oh, nee, das ist die Kasse. Das ist doch die Kasse, Sabrina. Haben sie aufgebrochen, ne? Um zu gucken, Ja. was drin ist, ne? Ja. Ehrlich. Nicht normal. Nee, solchen Leuten kannst du auch nicht mehr helfen. Hier noch die Bonrollen. Richtig Schau mal, krass. hier hinter dir, da stehen einfach noch überall die ganzen Schuhe in den verschiedenen Schuhgrößen. Ja, Echt krass. die sehen einfach original aus, Ja. wie überall. Ne? Die klassischen, hässlichen und unbequemen. Ja, aber es gab auch verschiedene. Es gab ja welche mit Klett, ne? Und es gab welche Ja, zum Schnüren, so wie hier zum Beispiel. ja, ich habe hier auch einen. Hier ist auch einer Einer zum ist doch viel Schnüren. schöner. Ja, der ist schön, aber meiner sieht wirklich in diesem Style aus. Und offenbar konnte man die hier leihschuhe.de. Okay. Hat die Bowlingbahn vielleicht die Schuhe nur geliehen? Guck mal, was für eine Sohle die hatten. Leder, ne? Damit du schön sliden kannst. Die hatten hier auch so Ersatz Schnürsenkel, Schnürsenkel. ja. Da unten in so einem schönen Neonfarben. Das kann ich mir so richtig geil vorstellen, weil es gab ja so Tage, wo man halt so im Neonlicht gespielt hat. Ne? Ja, Kennst du das Party, noch? Genau. So, und dann hat das bestimmt richtig gut geleuchtet. Oder die weißen ja wahrscheinlich dann auch. Es sind noch diese ganzen Kreidedinger, um die Kühlspitzen mit Kreide zu machen. Aber wo ist denn jetzt hier der Billardtisch? Also ich vermute, dass der Billardtisch da oben irgendwo sein wird. Weil da geht es auf jeden Fall noch weiter. Sieht für mich ein bisschen aus, als ob man da oben solche Feiern veranstalten konnte oder feiern konnte. Wie auch immer. Ja, vielleicht konnte man ja halt auch seinen Geburtstag feiern. Ne? Macht ja eigentlich irgendwie Sinn, ne? Dass man vielleicht mit ein paar Freunden hier den ganzen Abend verbracht hat, erst vielleicht ein bisschen gebowlt hat und anschließend halt da oben gesessen hat, noch ein bisschen was getrunken hat, ein bisschen was gegessen hat. Dazu dann natürlich die passende Musik und ein bisschen Partystimmung. Ja, hier hatten sie auch eine Cocktail- und Longdrink-Karte. Stehen jetzt leider keine Preise dran. Aber da sieht man mal, was die höchstwahrscheinlich alles so im Angebot hatten. Und ich sag mal so, ne? Das ist schon eine leckere Cocktailkarte, wie ich finde. Hier auch noch einen alten VHS-Spieler. Wahrscheinlich konnte man hier irgendwelche Werbevideos einfach reinlegen, die dann in Endlosschleife liefen. Und passend dazu noch so ein alter Philips-Monitor. Offensichtlich wurden die Gläser nach der letzten Feier oder dem letzten Partyabend auf jeden Fall nicht mehr gespült, wie es so aussieht. Aber hier im Thekenbereich von der Bar, die ganze Inneneinrichtung ist auf jeden Fall alles noch da, ne? Sogar noch Alkohol. Auch wenn nicht mehr so viel da drin ist, aber ja, haben sie zurückgelassen, ne? Die letzten Reste in den Flaschen sind die stummen Hinterlassenschaften der illegalen Party, die Jugendliche hier gefeiert haben. Wenn das schon überraschend ist, werdet ihr nicht glauben, was wir als nächstes entdecken. Und hier war offenbar auch die Getränkekarte.
Boah, sehr klebrige Karte. Aber hier haben sie die eigentliche Preisliste, haben sie auf jeden Fall rausgenommen. Es ist nur noch die ganz normale Werbung drin. Gucken wir mal hier, da noch irgendwas ist. Ne, ist nur noch die Werbung drin und die eigentlichen Preise, die hier drin waren. Die Zettel haben sie rausgenommen. Guck mal hier. Da steht sogar noch Radler dran. Da steht noch Radler drin, krass. Na, schnapp dir mal eins. Ui, das gute Krombacher Fassbrause ist auch noch da. Ja, Fassbrause. Und da hinten noch Radler. Und hier, was ist hier? Paulaner Weißbier. Tja, Und da unten Schweppes, guck mal. jo. Da Guck unten doch ist mal, noch wann das Bitterlen. abgelaufen. Ob das schon abgelaufen ist oder ob es noch Oh, abläuft. hier, guck mal, wie das aussieht. Aber ich glaube, das sieht allgemein immer so aus bei Warte. Schweppes, ne? Nee. Guck. Ja, ich glaube, man sieht's. 18.05.2017. Ui, 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 ui. Das hätte ich im Leben nicht gedacht. Nee, das ist aber Dass echt das schon so lange abgelaufen ist, krass. Boah, es stinkt auch ein bisschen jetzt da dran. Findest du? Mhm. So ein bisschen säuerlich. 2017 abgelaufen. Naja. Hier Schlagerwahnsinn, Fußballparty, Karneval. Also hier wurde richtig Party gemacht offenbar. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie so Themenabende hatten. Ja, finde ich mir auch schon. So gerade zu WM-Zeiten wahrscheinlich hier so ein bisschen Fußballmusik. Mhm. Und hier geht's offenbar in die Küche. Jojo. Die hatten das leckere Langnese-Eis gehabt. Aber das ist auf jeden Fall leer, zum Glück. Ja, die Küche irgendwie so ein bisschen zusammengeschustert. Ne? Der Bereich wirkt so, als wenn das so eine Einbauküche wäre. Und der hintere Bereich ist auf jeden Fall eher eine Gastronomieküche. Ne? Ja, finde ich auch. Aber ich finde, es sieht jetzt nicht so schlecht aus. Also sieht ordentlich aus. Ja, finde ich auch. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Ne? Aber ja, es steht halt auch jetzt schon ein paar Jährchen leer, sage ich jetzt mal. Ne? Dementsprechend ist es wahrscheinlich auch dreckig, solange es nicht im Betrieb auch so aussah. Guck mal, ich sogar noch ein bisschen was an Besteck da. Also Pfannenbinder hier, so eine Kelle, Milchaufschäumer. Ui, Leute, das kennt ihr doch alle, ne? Die Pommes frites Gabeln. Aber leider jetzt in Holz, nicht mehr in Plastik. Ja, die in Plastik waren schon besser. Legendär, muss man mal echt sagen. Gerade so im Freibad damals, ne? Das war irgendwie ein Highlight. Und dann hast du immer dieses Problem gehabt, dass die dann vielleicht abgebrochen sind oder so. Ja. Und du einfach nur so einen Teil davon hattest. Nur noch eine Gabelspitze. Ja, genau. Hier auch noch alle Teller in den Schränken drin. Der Boiler ist auch noch an. Leuchtet rot. Ja. Wasser ist aber abgestellt. Immerhin etwas. Aber er ist auf jeden Fall noch an. Kann man das nicht irgendwie ausschalten? Naja, vorne vielleicht am... Ich kann gleich mal gucken am Das ist ja nicht gut, oder? Schaltkasten. Ja, es ist generell nicht gut, dass hier der Strom läuft. Wer bezahlt das denn auch? Ja, nachher brennt hier doch die Hütte ab, ey. Ja. Lecker, lecker. Christkindl, Glühwein, boah, lecker. Der ist im Dezember 2018 abgelaufen, ja. Schade. Hier sieht man noch die Gewürze, die hier drin standen. Curry, Salatkräuter, nochmal Salatkräuter und natürlich das gute alte Salz, was nicht fehlen darf. Wir können hier raus. Siehst du jemanden? Da kommt ein Auto. Nein, da schleicht doch jemand rum. Hast du gesehen? Ich höre es doch. Hörst du diese Schritte nicht? Es hört sich an, als ob da jemand... Als ob der gehen würde.
echt nicht wahr sein. Vielleicht ist es auch einfach dieses Dach, was so komische Geräusche macht. Ich weiß es nicht. Aber es hat sich original angehört, als ob da jemand drauflaufen würde. Auf diesen Bahn. auf der Bahn, ja. Hörst du das nicht? Ja, ich hör's. Ach, hier ging's noch weiter, guck mal. Was war denn hier? Keine Ahnung, geh du vor. Hier riecht's auf jeden Fall stark nach Nikotin. Sieht so Boah, ein bisschen ja. aus wie so ein Privatraum oder so, ne? Mhm. Richtig am Stinken, weil die hier auch überall rauchen können. Boah. Ich glaube, hier war der Mitarbeiterbereich an, ja. Schau mal, da sind so Ja. Schränke. Und hier war offenbar das Büro vom Chef, ne? Ja, sieht danach Was aus. ist denn da hinten noch an? Weiß ich nicht, geh mal rein. Hier ist doch alles noch an. Keine Ahnung, was das hier ist. Guck mal, hier ist noch der Tresor. Wo? Geradeaus. Ach, da hinten, ja. Was denn ist es da, was da an ist? Weiß ich nicht, sehe ich nicht von hier aus. Startzentrale, ja, plus sonst. Also kannst du irgendwie was auswählen, keine Ahnung. Was steht denn da oben? Da steht einmal Störung, also hier, also da steht Startzentrale. Hier steht Störung, das ist orange am Leuchten. Und Betrieb ist am Blinken. Einbruchmeldezentrale ist das. Ja, super. Ich konnte es auch mit Karte bezahlen, wie man sieht. Ja, hier sind auch so Kartenlesegeräte überall. Und ein richtig großer Safe. Da braucht es einen PIN und einen Schlüssel für. Ja, vor allem was für ein Schlüssel, ne? Ja, hier sieht man auch noch, dass hier auf jeden Fall noch eine Sicherung am Leuchten ist. Ja, das wird wahrscheinlich das sein von der Kegelbahn da hinten, oder? Keine Ahnung. Telefon geht auf jeden Fall nicht mehr, wie man sieht. Ja, schon echt ein bisschen. Heiße Angelegenheit hier, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Hatte ich jetzt irgendwie gar nicht so gedacht. Nee. Aber irgendwie schon. Hier war dann der Mitarbeitereingang. Boah, ist das heiß hier drin. Boah. Guck mal hier. Stehen noch mehr Schuhe. Ja, wie geil ist das denn? Guck mal. Richtig cool, ne? Hier sind noch die Fernbedienungen dafür. Mhm. Und hier auch. Vielleicht für den Hubschrauber hier. Boah, ist das warm hier drin. Ja, hier konntest du so basteln, ne? Und hier, das ist dann die Rennstrecke. 2005, die Zeitung. Hier unten war offenbar noch eine Werkstatt. Hier ist auf jeden Fall ein Vogel drin. Entweder da oben im Giebel drin oder der läuft gerade diese Glasplatten entlang und da ist auf jeden Fall. Das ist offenbar zum Warmhalten von Speisen, ne? Da konnte man doch so Spiritus wahrscheinlich reinmachen. Und hier war offenbar noch so ein Computerplatz gewesen. Ich würde mal vermuten, auch so eine Art Anmeldung vielleicht, um halt hier die Strecke zu benutzen. Irgendwas knackert hier. Ich weiß nicht, ob man es hört. Sag mal ruhig. Was ist es? Hier ist so eine Zeitschaltuhr, das ist das. Da oben. So eine Zeitschaltuhr, die ist eingeschaltet. Oh, für was? Vielleicht für die Außenbeleuchtung. Das ist auf jeden Fall hier am Knattern. Hier, der Knopf ist auch noch an. Ist komplett am Leuchten. Das ist irgendwie Heizkreisregler. Keine Ahnung. Oh,
Oh, wir müssen echt aufpassen. Direkt vor der Tür ist ein Auto angehalten. Da sollten wir lieber weggehen. Besser ist es. Sollen wir noch nach oben gehen? Ja. Gehen wir schon mal. Ich gehe mal gucken, ob da jemand ist. Ja, hier ist ein Vogel dran. Ach nein. Shit. Hier ist auf jeden Fall der Billardtisch, den wir gesucht haben. Also bei mir sind keine Kugeln mehr, bei dir? Nee, Nee, sind komplett raus hier. keine Kugeln mehr da. Guck mal, hier für die Leute, die sich dafür interessieren, kann man sich das Ganze mal von innen angucken. Also hier lagen ja im Prinzip die Kugeln, ne? Da kam das Geld dann rein. Die wurden dann quasi hier, glaube ich, freigeschalten, ne? Dass die Kugeln dann im Prinzip links oder rechts rauskommen. Und dann konntest du die quasi oben drauflegen, ne? Ja. Und sobald du eine Kugel hier irgendwo in ein Loch befördert hast, konntest du sie dann hinterher wieder sehen, ne? Mhm. Tja, und hier oben der Bereich offenbar halt, wie wir schon vermutet haben, vielleicht für Feste oder so. Ne? Ja. Und dann konntest du noch hier runter gucken. Auch nicht schlecht, ne? So Leute, ich denke, wir haben an der Stelle alles gesehen. Also Leute, lasst auf jeden Fall jetzt noch was da. Ein Like, ein Kommentar und schaut euch gerne noch dieses Video an. Das war auch sehr spannend. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.